Hi, hi, ich bin Monday Morning und heute lernen wir wieder Deutsch mit dem Spiel Unpacking. Beim letzten Mal sind wir mit unserer Freundin zusammengezogen. Wir haben schon 3 Zimmer eingerichtet. Heute fehlen noch die Küche und das Schlafzimmer. Die richten wir heute ein. Viel Spaß! Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns die Küche an. Wir haben hier 2 Kisten. Wir haben einmal ein paar Pflanzen. Ich würde sagen, das hier ist auf jeden Fall Basilikum. Vielleicht ist das Frühlingszwiebeln und das Oregano. Das sind wahrscheinlich Kräuter, die man in der Küche verwenden kann. Deswegen würde ich sie jetzt hier hinstellen. So ein bisschen das Waschbecken von der Arbeitsfläche trennen. Und dann schauen wir mal, was hier in den Kisten ist. Ein Abtropfgestell. Nehmen wir mal den Schwamm hier weg und die Bürste. Ich glaube, das ist zum Abtropfen vom Geschirr. Ja. Dann legen wir Schwamm und Bürste in die Spüle bis dahin. Ein Dämpfer, da fehlt noch ein Teil. 2 Ebenen, 3 Ebenen und der Deckel. Das ist ein großer Dämpfer. Den kann man auf den Topf stellen und dann mit dem Dampf vom Wasser wird das Essen gekocht. Ein Dämpfer. Da ist ein Reiskocher. Ich würde den hier oben hinstellen, weil wir hier nicht so viel Platz haben. Obwohl, wenn ich die Kräuter auf die Dunstabzugshaube stelle, dann kann ich hier den Reiskocher hinstellen. Das war's in der ersten Kiste. Okay, dann schauen wir uns gleich die zweite Kiste an. Hier ist ein pinker gepunkteter Becher. Eine schwarze Tasse mit pinken Flamingos drauf. Eine Reibe. Damit kann man zum Beispiel Käse reiben. Die kommt hier oben hin. Eine Presse, eine Zitronenpresse. Man kann auch Orangen damit auspressen. Eine Saftpresse. Das könnte Sojasauce sein, eine große Packung. Die große Packung kommt hier oben hin, da ist nämlich noch Platz. Noch ein Handtuch. Habe ich irgendwo hier Handtücher? Nein. Kann ich den Honig hier oben hinstellen und dann hier das Handtuch reinlegen? Ja. Da können die Handtücher hin. Eine Sonnenblume. Ist das ein Magnet? Ja. Ein Sonnenblumenmagnet. Und ein Kaktus. Ein Kaktus in einem Blumentopf. Was ist das? Ein kleines Häufchen. Eine Suppenkelle. Passt die hier dazu? Nein. Wenn ich das hier rüberlege, kann ich zumindest die Untersätze hier in die untere Schublade nehmen. Es ist schwer, die zu nehmen. Alle zusammen. Die passen auf jeden Fall hier hin. Vielleicht passen diese kleinen Löffelchen auch hier hin. Passen vielleicht sogar die großen Löffel auch hin. Also diese Messbecher. Ja. Dann der Löffel ist recht kurz, den kann ich hier hinlegen. Dann kann die Suppenkelle hier auch mit rein. Ein Eiskugelmacher. Damit kann man das Eis aus einer großen Packung holen. Noch eine Sonnenblume, ein kleiner Sonnenblumenmagnet. Und
vielleicht einen Grillaufsatz für den Fisch? Kann es vielleicht direkt auf den Herd? Vielleicht. Kann es hier irgendwo mit drauf? Wenn ich das hier ein bisschen umräume, alles ein bisschen mehr zusammenschiebe, dann passt es doch da sicherlich noch mit hin. Nein. Kann ich die Zitronensaftpresse hier hinstellen? Die kann ich nur hier vorne hinstellen. Ah, ich kann den Honig hier dazu stellen. Dann kann ich die Glasschüssel hier rüber stellen, die Sojasauce und diesen Fischgrill dahin stellen. Das ist eine weiße Soße. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das ist. Also ich erkenne es hier in dem Spiel nicht. Was ist das? Das ist eine orangene Soße. Das ist Fischsoße. Das erkenne ich. Und ein Mörser. Kann ich die kleinen Teller auf die großen Teller stapeln? Nein. Okay, wie können wir den Mörser aufräumen? Kann ich die Käsereibe hier davor stellen? Ja. Alles noch ein bisschen mehr zusammenschieben. Das geht nicht. Kann ich das hier hinstellen? Nein. Ich stelle den Mörser mal kurz auf den Tisch. Da ist noch eine dritte Sonnenblume. Und das war's jetzt. Es beschwert sich auch gerade noch nicht. Aber ob das alles passt, werden wir sehen, wenn wir alle Kisten ausgeräumt haben, wenn wir das Schlafzimmer auch noch eingeräumt haben. Ich würde sagen, wir fangen erst an, die Pflanzen hier mal aufzuräumen. Die beiden kleinen Pflanzen kommen hier auf das Sims. Die große Pflanze kommt hier auf das Nasskästchen. Der Sticker, den wir gerade bekommen haben, der hier hoch geflogen ist, das war ein Kaktus-Sticker. Oh, wir haben eine Nachttischlampe. Dann muss ich schauen, wie ich die kombiniere. So vielleicht. Einmal Leggings. 2 Leggings. Ein Tigerplüschtier mit einem T-Shirt. Süß. Hier ist ein Stiefel. Und der zweite Stiefel. Vielleicht sind das Reiterhosen und das sind Reitstiefel. Wenn man Pferde reitet, dafür gibt es spezielle Klamotten. Ein Kleiderbügel. Ein schönes rotes Kleid. Sehr elegant. Kurze Jeans-Shorts. Ein pinker BH. Und noch ein Kleiderbügel. Und dann ist die erste Kiste leer. Dann schauen wir mal, dass wir die Klamotten hier alle zusammenschieben. Dann ist nämlich mehr Platz hier im Schrank und wir können die neuen Klamotten auch noch aufhängen. Nein, ich will den Kleiderbügel an einer anderen Stelle hinhängen. So, alles schön zusammenschieben. So, und dann hänge ich die Bügel hier ganz hinten hin. So, und das rote Kleid hänge ich direkt auf.
Was ist sonst hier drin? Ein Kissenplüschtier. Da kann man sicherlich gut die Füße drauf legen. Ein Käppi. Unterwäsche. Rote mit Punkten. Ein BH. Ein rot gepunkteter BH, der passt hier zu der Unterhose. Blaue mit pinken Punkten. Das ist eine Bluse. Oder ein Nachthemd. Vielleicht ist es auch ein Nachthemd. Da müsste ich es nicht aufhängen. Sieht aus wie ein Nachthemd. Das ist auch ein Nachthemd. Ich glaube, das sind Nachthemden. Eine blaue Unterhose. Ein T-Shirt. Und was ist hier drin? Noch ein Kleiderbügel. Wie soll ich den noch hier hinbekommen? Ich kann es nicht enger hängen. Mal schauen, wie ich das machen kann, wo ich den hinräumen kann. Hier ist aber auf jeden Fall noch ein Kleid. Das sollte ich auf jeden Fall noch aufhängen. Das hänge ich hier auf den Bügel. Das ist auch ein Kleid, das muss auch aufgehängt werden. Dann nehme ich dieses Shirt hier runter und hänge da lieber dieses Kleid auf. Noch ein Kleiderbügel. Ich habe sehr viele Kleiderbügel noch. Oh. Da ist noch Platz. Ich habe nicht realisiert, dass hier noch mehr Platz ist. Das löst natürlich all unsere Probleme. Ein Walkie-Talkie. Und ein zweites Walkie-Talkie. Das kann man ja nicht alleine verwenden. Dafür braucht man immer zwei. Und ich lege mal die ganze Unterwäsche hier raus. Noch ein Kleiderbügel. Mehr Unterwäsche. Ein Crop Top mit einem Knoten vorne drin. Das kann ich jetzt auch wieder aufhängen. Ein geblümtes Crop Top. Und ein blaues Crop Top. Ein roter Mantel. Und ein Schmuckkästchen. Der rote Mantel, der kann nicht hier aufgehängt werden. Der muss weiter hinten aufgehängt werden. Mindestens hier. Mal schauen, ob hier noch irgendwo ein kleiner Bügel ist. Das sind Kopfhörer. Kann ich hier unten mal reinlegen. Das sind gute Kopfhörer. Die sehen sehr bequem aus. Ein paar Räucherstäbchen. Ja, Räucherstäbchen. Kann ich die hier oben hinlegen? Vielleicht. Ist zwar nicht unbedingt sicher da, aber erstmal kann ich sie da aufheben. Meine Schuhe, ein paar Sandalen, Halbschuhe und Stiefeletten. Kleine Stiefelchen. Ein kleiner Rucksack. Ein kleines Notizbüchlein oder Karteikarten zum Blättern. Ein Kugelschreiber. Da ist ein kleiner Bügel. Da kann ich jetzt den Wintermantel aufhängen. Und kann die Schmuckschatulle hier hinstellen. Kann ich die vielleicht hier irgendwie so quer hinstellen und die Decke hier neben den Computer stellen? Ja! Da ist noch ein Kleid. Dafür brauche ich nochmal einen Bügel. Hier ist er. Es hängt da passend. Ein
ein weißes Kleid mit roten Punkten. Und hier ist noch ein Pullover. Eine Hose. Unterwäsche. Noch so ein Cardigan. Passt da noch irgendwo ein Bügel dazwischen, theoretisch? Ja. Ist noch ein Bügel irgendwo da? Nein. Dann kommt der Cardigan nicht auf den Bügel. Hier in diese Schubladen können wir die Sachen reinräumen. Wenn mich das Spiel lässt. Ja. Hier oben räume ich die Hosen alle rein. Zusammen. Ja, nee, ich mache die Hosen einzeln. Hier kommen die T-Shirts und Nachthemden rein. Darunter die BHs. Und in die unterste Schublade würde die Unterwäsche kommen. Aber davor muss ich die Schuhe wegräumen. Die Halbschuhe kommen hier hin. Die Sandalen daneben. Die Reitstiefel müssen ganz oben hin. Nein. Ich würde gerne dieses Kleid und das lilane Kleid tauschen. Dann passen die Stiefel nämlich nebeneinander. Und daneben passen noch die pinken Stiefel. Dann sind die Schuhe aufgeräumt. Und ich kann hier unten die Unterwäsche reinlegen. Die Unterhosen und Socken. Nein. Ich will die vorne reinlegen. So, die kommen alle hier rein. Kann ich hier nicht stapeln? Nein. Die müssen alle nebeneinander liegen. So. Aber sie passen hier alle zusammen in die Schublade. So. Der Rucksack, passt der noch hier hin? Ja. Und die Walkie-Talkies können in die Schublade hier. Dann ist das Schlafzimmer ordentlich. Das Räucherset kann sogar hier stehen bleiben. Was muss ich denn im Badezimmer noch aufräumen? Die Schminksachen dürfen nicht dahin. Dann müssen die halt hier oben liegen. Im Wohnzimmer sieht also okay aus. In der Küche ist der Reiskocher und der Mörser falsch. Der Mörser darf hier unten stehen. Der Fisch dürfte auf dem Tisch stehen. Ja, dann darf der Fisch da stehen. Ist das vielleicht eine Obstschale? Ich hätte gedacht, weil es so... Ja, vielleicht ist es eine Obstschale, einfach nur in Fischform. Aber das war's mit dieser Wohnung. Mal schauen, was beim nächsten Mal passiert. Wir haben alles eingeräumt. Nutzt wie immer gerne die Kommentare, um Deutsch zu üben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye!